Hi zusammen, wir machen heute ein weiteres Brot in unserer Subway-Reihe. Ich habe mir überlegt, also die Wahl lag echt zwischen Vollkornbrot und Honey Oat. Und ich habe dann in meinem Umfeld recherchiert und jeden genervt und auf WhatsApp jeden angeschrieben und gesagt, hey, was würdest du eher bestellen? Vollkornbrot oder Honey Oat? Und Mehrzahl lag dann eben bei Honey Oat und deswegen habe ich mich so ein bisschen durchgetestet und habe das für mich perfekte Rezept herausgefunden. Hamza, ich hau dich jetzt in die Pfanne. In welche Pfanne? In unsere. Nein, ich hau dich jetzt echt in die Pfanne. Hamza hat gerade geschrieben Honey Oat und ich fand das so süß. Oh nein! In deiner aktuellen Story. Ja, das war diese Rechtschreibüberprüfung. Und ich weiß, ich fand das richtig süß. OAT, ich weiß. Honey OAT. Oat, genau. Wir machen jetzt Ich bin so ein Opfer. Honey Oat, also Honig, Ja. Karma. Honig und Oat ist glaube ich, Hafer, ne? Ja. Also, genau. Honig, Haferbrot. Nein, Oat heißt das. Honey Oat. Okay, wir machen jetzt als allererstes Folgendes. Vorab, das habe ich erledigt. Haferflocken, grob oder fein ist egal, Haferflocken richtig schön fein mahlen. Die müssen richtig schön fein werden. Und jetzt geht's los. Ich habe eine kleine Verletzung an meinem Finger und nehme jetzt meine Küchenmaschine mit dem Knethaken und knete dann mit der einen Hand gleich ein bisschen weiter. Aber ihr könnt auch alles mit der Hand kneten, aber so geht es natürlich ein bisschen Kann dir auch einfacher. helfen. Oh! Ja, Ja, das sage ich nicht nein. Das Video ist Nee, das hast du jetzt schon gesagt. Das ist so lange dauern. Hast du die Kamera angemacht? Ja. Okay, jetzt mache ich hier erstmal lauwarmes Wasser in meine Schüssel und gebe da schon Honig mit dazu. Und das Gute ist, dadurch, dass das Wasser lauwarm ist, kann sich der Honig da richtig schön miteinander vermengen. Unprofessionell, dass du fragst, ob ich die Kamera angemacht habe. Ja, wir sind ja auch kein professionelles Filmstudio zum Glück. Sieht das nicht nach Professionalität hier aus? Jetzt kommt Olivenöl mit dazu. Dann ist es sogar ein palästinensisch angehauchtes Sub. Einfach Kanacke. Als nächstes geben wir Mehl dazu. Behaltet noch ein bisschen zurück, dann können wir das nach und nach dazugeben. Außerdem Salz, frisch gemahlenen Pfeffer und Trockenhefe. Ich benutze heute Trockenhefe. Natürlich könnt ihr auch frische Hefe nehmen. Ich schreibe euch sowieso alle Infos und alle ganz genauen Mengenangaben hier unten in die Videobeschreibung. Infobox. In die Infobox. So, und dann einfach langsam kneten lassen und anschließend, wie gesagt, mit den Händen weiter kneten. Und zwischendurch gebe ich ein bisschen Mehl dazu und dann merkt ihr schon, wann die perfekte Konsistenz erreicht ist. Sie darf nämlich nicht mehr kleben. So, das Hafermehl gebe ich jetzt auch schon komplett mit dazu. So, der Teig ist jetzt perfekt, also er darf nicht mehr kleben, er darf aber auch keinesfalls zu trocken oder rissig sein. Das ist super, super wichtig. Und jetzt gebe ich ein bisschen von dem Olivenöl in meine Schüssel. Schön verteilen, dann den Teig oben drauf und dann nochmal mit Olivenöl benetzen, damit er auch nicht austrocknet. Ein Tuch drüber legen und 45 Minuten lang an einem warmen Ort, möglichst ohne Durchzug, gehen lassen. So, als nächstes, der ist aber gut aufgegangen. Als nächstes teile ich den Teig durch 3 und forme den schon mal so ein bisschen länglich, gebe es auf meine Baguette-Form und dann nochmal zugedeckt 15 Minuten gehen lassen, weil das ist echt wichtig, damit es später richtig schön luftig wird, wie bei Subway.
So, zweite Gehzeit ist rum. Ich habe jetzt hier ein Gemisch aus Honig und Wasser und pinsel das jetzt einfach oben drauf. Und dann kommen dann noch ein paar Haferflocken auf die Oberfläche. Und jetzt, Leute, ganz, ganz wichtig, Backofen immer schön vorheizen. Und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann brauchen die Honey Oat Baguette so ungefähr 20 bis maximal 22 Minuten. Und anschließend bitte zugedeckt ein wenig abkühlen lassen. Ihr könnt es natürlich auch noch warm genießen. Lecker, 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 fertig. So, und jetzt auf jeden Fall zudecken und dann essen. Wir machen ja daraus Chicken Teriyaki Subs. Freue ich mich schon riesig drauf. Ich verlinke euch alle meine Subway-Rezepte in die Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Nachbacken und hinterlasst diesem Video auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, wenn euch die Subway-Reihe gefällt. Schreibt mir unten in die Kommentare, welches Rezept nicht fehlen darf. Und dann mache ich es einfach nach. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss.